Es ist Mai 2022. Das Kölner Urteil jährt sich jetzt zum 10. Mal. Und wir halten hier einen kleinen feministischen Rückblick, was in den letzten 10 Jahren so passiert ist und wie es dazu kam. Irmengard, du bist Feministin, so viel ist klar. Du warst nicht nur Vorstandsvorsitzende der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes, du warst auch für die Grünen im Bundestag und hast unter anderem maßgeblich dazu beigetragen, dass Vergewaltigung in der Ehe endlich strafbar wurde und dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien auch endlich ein eigener Straftatbestand wurde. Aber wie kommt man jetzt als Feministin dazu, sich auch für den Erhalt der Vorhaut von kleinen Jungen einzusetzen? Tja, es mag zunächst sehr ungewöhnlich sein, wenn sich eine Feministin für die Erhaltung der Vorhaut von Jungen einsetzt. Aber ich hatte bei den Argumenten, die dafür sprachen, dass es gesetzlich erlaubt werden sollte, so ein Déjà-vu. Ich war 1995 bei der Weltfrauenkonferenz in Peking und dort haben mich afrikanische Aktivistinnen sehr stark gebeten, sie doch zu unterstützen in ihrem Kampf gegen FGM. Und als jetzt die Diskussion um die Legalisierung der Beschneidung von Jungen erfolgte, kamen die gleichen Argumente wieder. Das habe ich dann gehört und habe gesagt, ja, ich mische mich ein. Ich habe mich eingemischt damals, als ich aus Peking kam. Da wurde mir gesagt, lass die Finger davon, das ist eine andere Kultur, das sind jahrhundertelange Traditionen und religiöse Vorschriften. Und hinter der Hand wird dann auch noch gesagt, ja, die Unterdrückung der weiblichen Sexualität ist uns auch wichtig. Bei den Knaben war es ähnlich. Es wurde auch nicht laut ausgesprochen, dass man die Sexualität einschränken wollte, obwohl man weiß, dass in den USA ganz starke Kräfte dabei waren, die gesagt haben, gegen Masturbation ist das beste Mittel die Beschneidung der kleinen Jungen. Auch hier wird diskutiert, es ist die Religion, es ist die Religionsfreiheit der Eltern, mit ihren Kindern zu tun, was sie wollen. Und da sage ich, stopp, das geht nicht. Das ist eine Menschenrechtsverletzung und Menschenrechtsverletzungen müssen geahndet werden und Menschenrechtsverletzungen haben kein Geschlecht, die gelten unabhängig von Männern und Frauen. Und darum habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass nach diesem Kölner Urteil die Diskussion sehr stark in die Öffentlichkeit getragen wurde, dass endlich einmal über dieses Thema gesprochen wird. Ich selbst hatte auch nicht viel Ahnung davon. Ich wusste, dass Männer beschnitten werden, aber welche Einflüsse das hat, auch welche Auswirkungen auf ihre spätere Entwicklung das hat und welche Zwischenfälle dabei passieren können, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das habe ich erst durch die Diskussion mit den Betroffenen erfahren und darum habe ich gesagt, da setze ich mich ein. Und diese Debatte, die wurde ja ausgelöst eben durch das Kölner Urteil vor jetzt genau 10 Jahren, am 7. Mai 2012. Wie war das damals? Ja, also bei dem Fall, den das Gericht da zu entscheiden hatte, ging es ja auch um eine rituelle Beschneidung. Es gibt natürlich Beschneidungen, die notwendig sind aus medizinischen Gründen, aber das scheinen mir wirklich die wenigsten zu sein nach meiner Erfahrung. Und nach diesem Fall der Beschneidung gab es Komplikationen. Das heißt, der Junge kam in ein Krankenhaus und wir wissen auch, dass circa 10% der Beschneidungen mit Komplikationen behaftet sind. So, und das ärztliche Personal hat dann gesagt, das ist eine Körperverletzung, das ist ein nicht einwilligungsfähiger Junge gewesen, der ist beschnitten worden und hat das angezeigt als Körperverletzung. Die Kölner Richterinnen, weiß ich nicht, ob die dabei waren, haben dann gesagt, ja, wir akzeptieren das nicht, das ist eine Körperverletzung. Und dann kam natürlich eine ziemlich große Aufregung in der Gesellschaft, was denn jetzt passieren kann, ob den Menschen muslimischen Glaubens und jüdischen Glaubens tatsächlich auch noch so ihre Praktiken äußern dürfen und durchführen dürfen, wie sie das vorher getan haben. Und das war die Situation, darüber zu entscheiden, muss jetzt ein Gesetz geändert werden oder nicht. Das heißt also, Auslöser der Debatte oder das Kölner Urteil war im Grunde genommen jetzt nur die Anwendung bereits geltenden Rechts, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, alle Eingriffe in den Mhm. menschlichen Körper, ohne dass es eine Zustimmung dafür gibt von der Person, sind eine Körperverletzung. Wenn ich irgendwo eine Mhm. Narkose bekomme, eine Spritze bekomme, muss ich vorher unterschreiben und muss sagen, ja, ich bin damit einverstanden. Diese kleinen Jungen können das nicht und darum ist es Mhm. eine Körperverletzung. Und ich fand dieses Urteil eigentlich nur sehr logisch, aber war ich in der Minderheit. Mhm. Ja.
Und das führte dann zur Debatte. Und wie ging das denn los mit der Debatte? Erinnerst du dich noch, wie du in dieses Thema reingekommen bist? Dann nach dem 7. Ja, ich Mai, bin was durch ist da diese genau in Deutschland Diskussion, passiert? müssen wir nochmal neu. Ich hatte eine Einladung vom WDR am nächsten Tag bereits Mhm. und dort war ein muslimischer Urologe, der ganz stolz erzählte, wie gut er die Beschneidung mache und dass es überhaupt kein Problem sei und dass er es auch mit Betäubung macht. Er würde es allerdings ablehnen, Säuglinge zu beschneiden, aber alles andere wäre doch überhaupt kein Problem und er hatte auch kein Problembewusstsein. Zu dieser Sendung waren dann auch Zuhörer und Zuhörerinnen zugeschaltet, die ihre Informationen dann auch in die Sendung gaben und es entstand eine sehr reghafte Debatte, sodass dieses Thema dann auch relativ schnell in der Öffentlichkeit war und darüber diskutiert wurde, ist das denn eigentlich Recht oder ist es eine Menschenrechtsverletzung oder können Eltern einfach mit ihren Kindern, als sei es ihr Eigentum, so umgehen, wie sie wollen? Ja, da gab es einerseits, erinnere ich mich noch, die Politik, die dann halt ja bestimmte Ziele verfolgt hat in dem Moment und dann natürlich die öffentliche Debatte. Gab es da eine Diskrepanz? Weil ich erinnere mich, da war man sich auch nicht so ganz einig. Die Politik hat da, meine ich, das Ziel verfolgt, wir müssen jetzt was tun und die Öffentlichkeit war erstmal aufgebracht. Wer waren denn da die Akteure? Ja, Du die warst damals Vorstandsvorsitzende bei Terre de Femme und hast dich dann auch eingebracht mit dem Verein. Ja, also wir haben darüber diskutiert, ob man etwas vergleichen kann. Ob man vergleichen kann, die genitale Verstümmelung von Mädchen und die von Jungen. Und da kamen wir natürlich sehr schnell zu dem Schluss, bei Mädchen gibt es 4 Formen der genitalen Verstümmelung, die sind sehr einschneidend und mit großen Schmerzen und mit großen ja, Folgen auch verbunden, dass man nicht so ohne weiteres sagen kann, das sind 2 gleiche Dinge, die kann man auch gleich behandeln. Aber es gibt auch Eingriffe, und das ist zum Beispiel in Indonesien der Fall, wo die Klitorisvorhaut eingeritzt wird, die man ohne weiteres auch mit der jungen Beschneidung vergleichen kann. Und die WHO hat gesagt, wir machen keine Unterschiede zwischen der Tiefe der Eingriffe und man muss dann sagen, ja, das ist das Gleiche. Es ist auch eine genitale Verstümmelung an Jungen und deshalb finde ich auch eine Menschenrechtsverletzung, die bei beiden Geschlechtern ist, muss dann auch für beide gelten und für beide darf es dann auch keine Ausnahmen geben und es muss verboten sein. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Gesetz tatsächlich 2014 im Bundestag hatten, dass die genitale Verstümmelung verboten ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass da nicht nur die weibliche steht, sondern auch die männliche genitale Verstümmelung. Und es gab natürlich Feministinnen, die da auch sich geäußert haben, zum Beispiel Alice Schwarzer, die hat gesagt, also kulturell und religiös, das lassen sie nicht zu als Argument, aber es gäbe doch hygienische Gründe. Und da fiel ich ja tatsächlich vom Hocker, als ich diese hygienischen Gründe hörte. Sie meinte, die Gebärmutterhalskrebsrate sei deshalb so hoch, weil sie mit einem unsauberen Penis in Berührung gekommen sei und deshalb, weil die Jungen sich nicht richtig waschen könnten, müsste man doch dann die Vorhaut abtrennen. Und ehrlich gesagt, was da für ein Männerbild dahinter steckt, das erschließt sich mir nicht. Und darum finde ich, wir müssen einfach sagen, es ist ein Eingriff in die sexuelle Autonomie von Kindern, die den Eltern nicht zusteht. Wenn ich mir überlege, in der Anhörung zum Beispiel gab es eine Diskussion darüber, wie sieht das denn mit Gewalt gegen Kindern aus? Da haben wir im Grundgesetz einen Paragraphen und da sagte dann ein Professor Merkel, der dort als Rechtsgelehrter da war, also es ist verboten, wenn ein Vater seinen Sohn beim Masturbieren erwischt, sage ich mal in Anführungszeichen, und ihm eine Ohrfeige gibt, aber es ist erlaubt, dass er ihn beschneiden lässt, damit der Junge nicht masturbiert oder daran zumindest es ihm erschwert wird. Und das bringt das doch eigentlich gut auf den Punkt, welche Doppelmoral auch dahinter steckt und welcher Eingriff auch in die sexuelle Autonomie von Kindern damit verbunden ist. Und da finde ich, da muss man tatsächlich auch etwas tun. Und diese Diskussion, die war dann auch nicht aufzuhalten. Die Grünen haben auf einem Parteitag darüber diskutiert. Im Bundestag gab es mehrere Gesetzentwürfe. Aber letztendlich ist da mit sehr schneller und heißer Nadel gestrickt ein Gesetz herausgekommen, weil die Kanzlerin natürlich auch durch den Druck der Religionsgemeinschaften der Meinung war, sie müsste jetzt mal eine Basta-Politik machen, was eigentlich sonst gar nicht so ihre Aufgabe war bisher.
Und dann hat sie gesagt, wir machen jetzt kurzfristig ein Gesetz, wir wollen uns doch nicht zur Komikernation, das war ihr Ausdruck, der Welt machen. Und darum hat sie sofort Druck gemacht, die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und so etwas in so einer schnellen Zeit hat es eigentlich noch nie gegeben. Also ich erinnere mich auch daran, dass mich das sehr überrumpelt hat damals. Und ich sehe eigentlich auch als einen Grundzug des Feminismus war für mich immer ein Kampf gegen Sexismus und gegen Ungleichbehandlung. Und gerade wenn ich auch sowas wie von Alice Schwarzer höre, dass Männer sich nicht waschen, also da dreht sich mir auch echt der Magen um, muss ich sagen. Weil davon wollten wir als Feministinnen doch eigentlich weg, von diesen ganzen Pauschalisierungen. Und ich denke, wir leben jetzt auch in einer Welt oder in einer Gesellschaft bei uns, wo auch keine Frau mehr genötigt ist, mit einem ungewaschenen Mann ins Bett zu gehen. Dann kann sie das ja ablehnen. Also das ist ja nun wirklich kein Argument mehr. Und wir kommen ja aus einer, ja, aus einem Verständnis der Selbstbestimmung heraus. Also das ist ja auch, selbst wenn es so wäre, müsste man sagen, es ist trotzdem die Entscheidung des Individuums, was er mit seinem Genital macht. Das andere ist dann, was tut das Gegenüber. Aber ich kann dann nicht prophylaktisch, nur weil ich davon ausgehe, dass mein Sohn später mal mit einer Frau ins Bett geht und sich vorher nicht wäscht, ihm was abschneiden lassen. Das ginge eigentlich einen Schritt zu weit. Da wäre es doch als Eltern eigentlich eher angebracht, dass ich dem Kind beibringe, wie man sich richtig wäscht. Ja, also das ist mir auch sehr sauer aufgestoßen, dass gerade Feministinnen sowas sagen. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang die Debatte nicht wirklich verfolgt, weil ich dachte, jetzt ist das endlich mal auf dem Tisch. Jetzt reden wir endlich darüber, dass das verboten gehört und jetzt wird der Bundestag ja hoffentlich was machen, dass es verboten wird. Und als ich dann die Diskussion mitbekam und den Gesetzentwurf gesehen habe, dass es erlaubt werden soll, da ist für mich so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, das haben wir doch alles schon längst überwunden. Also wir leben doch nicht mehr in dieser Zeit. Wir sind doch schon einen Riesenschritt weiter. Und ich habe das als großen Rückschritt empfunden. Also auch für den Feminismus und einfach diesen Kampf gegen Sexismus und Geschlechterdiskriminierung. Und es ist, wie du Ja, sagst, das auf Irmengard, jeden das ist Fall. Und man muss dieser natürlich Spiegelung. sehen, im Hintergrund auch dieses Drucks stand natürlich, und das muss man sich natürlich auch gut überlegen, der Vorwurf des Antisemitismus, der Vorwurf des Anti-Islamismus, dass falsche Leute falsche Argumente dafür heranziehen und sagen, sieh mal da, in der Religionsgemeinschaft ist das so und dort wird diskriminiert. Das waren sicherlich auch die Gründe, weshalb da die Ängste da waren. Und ich weiß von dem jüdischen Krankenhaus in Berlin, die haben in dieser Zeit zum Beispiel keine Beschneidung durchgeführt, weil sie Angst hatten, dass sie nicht auf der rechtssicheren Seite sind. Und das war dann natürlich für die Politik auch der Grund zu sagen, jetzt müssen wir schnell handeln, jetzt müssen wir schnell Rechtssicherheit schaffen. Aber wenn ich mir alleine die Diskussionen um die Verstümmelung weiblicher Genitalien, das ist im Strafgesetzbuch 226a, ansehe, den wir ja im letzten Jahrzehnt auch dann tatsächlich in das Gesetz bekommen habe, da waren die Diskussionen 20 Jahre lang. Da gab es Anhörungen, da gab es Fachberatung von Aktivistinnen der afrikanischen Community. Und letztendlich, muss ich sagen, war es Doris Deary, kennt jeder, dieses Model aus Somalia, die ein Buch geschrieben hat, Die Wüstenblume, und dann wurde das hinterher auch verfilmt. Die hat die Diskussion aus diesem internen Kreis von Wissenschaft, Medizin, Menschenrechtsaktivistin herausgeholt, hat das in die Öffentlichkeit gebracht, sodass auch auf der Straße die Menschen wussten, was passiert denn da mit den kleinen Mädchen und welches Leid müssen die da ertragen. Und das war wichtig, und da denke ich, das wäre auch für den Paragraphen 1631, wo es um die Beschneidung der männlichen Genitalien geht, wichtig, dass die Öffentlichkeit zum Thema sich macht oder auch anerkennt, dass das auch eine schwere Menschenrechtsverletzung ist. Das wird tatsächlich immer noch in der Öffentlichkeit verharmlost. Und wenn ich sehe, diese 20 Jahre lange Diskussion und dann weniger als 5 Monate für die Diskussion um die männliche Beschneidung, und das ist in einem so überstürzten Verfahren passiert, dass man irgendwie den Eindruck hatte, die wollen gar nichts anderes wissen, die machen die Augen zu und sagen, wir müssen jetzt da durch und wir müssen das jetzt legalisieren, damit Ruhe ist. Und diese Ja. Ruhe ist zum Teil ja auch eingetreten. Und da setze ich dann auch wieder an und sage, wir müssen diese Ruhe stören. Wir müssen jetzt sagen, das muss weitergehen. Das kann jetzt nicht alles gewesen sein, dass es im Gesetzblatt steht.
den ich überlege, auch bei den Grünen wurde gesagt, lass uns jetzt nicht darüber entscheiden, wir machen eine Kommission und diese Kommission wird dann was erarbeiten. Ja, alles verläuft im Sande und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen und sagen, hier ist Handlungsbedarf. Das kann so nicht bleiben, dass das legalisiert ist. Ja, ich denke auch, was oft schwierig zu ertragen ist, wenn man sich für was engagiert, was einem am Herzen liegt, zu ertragen, wie lange es zum Teil dauert. Und ich überlege, Terre de Femme wurde im vergangenen Jahr 40 Jahre alt. Also, und vor 40 Jahren hat der Verein sich gegründet. Also ein Stein des Anstoßes war die weibliche Genitalverstümmelung. Und dann hat es fast 40 Jahre gedauert, bis sie bei uns in diesem Land ein eigener Straftatbestand und verboten wird. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und ja, wie du sagst, seit mindestens über einem Jahrzehnt, also ist diskutiert worden und über dieses Gesetz verhandelt worden, bis es dann endlich da war. Das hat also in den Augen vieler Menschen viel zu lange gedauert. Und bei dem Paragraphen 1631d ging das praktisch vom 7.5. bis zum 12.12. Das ist ja in Ja, der und dazwischen Sommerpause waren ja einfach noch die gewesen. Sommer, Genau, da war Dazwischen war ja noch die Sommerpause. Sommerpause, das heißt, es ging wirklich von jetzt auf gleich. Und wenn ich überlege, dass in der Anhörung im Rechtsausschuss kein Betroffener zu Wort kommen sollte, ganz bewusst nicht, dann frage ich Mhm. mich auch, wovor hatte man eigentlich Angst? Hatte man Angst vor der Wahrheit, wie schwer die Jungen dadurch beeinflusst werden und was sie für ein Leid erfahren? Möchte man das nicht wissen? Es gab dann ja noch am Morgen vor dem 12.12., als das Gesetz beschlossen wurde, im Familienausschuss eine Anhörung. Da waren dann auch Betroffene eingeladen. Aber auch da, um 7.30 Uhr fand das statt. Es wurde kein Komma und kein Strich verendet. Man hat einfach gesagt, so, wir haben jetzt alles getan und jetzt müssen wir durch. Und das Ergebnis war ja, dass 434 Abgeordnete dann für diesen Gesetzentwurf stimmten. 100 haben sich der Stimme enthalten, 100 haben dagegen gestimmt und einige haben sich der Stimme enthalten. Es gab noch eine Alternative zu sagen, ja, die Beschneidung ist eine wichtige Sache, aber das sollen die Kinder erst bei der Religionsmündigkeit entscheiden können und dann selbst, also mit 14 Jahren. Aber der fand dann auch keine Mehrheit. Und für mich bleibt eigentlich nur das Resümee aus diesen Beschlüssen: Das Entfernen der Klitorisvorhaut ist zu Recht verboten und wird bestraft, aber das Entfernen der Penisvorhaut ist erlaubt. Und ich stelle mir wirklich die Frage, wie die Rechtsprechung diesen Widerspruch aushalten kann. Müssten denn nicht die Juristen und Juristinnen jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, das kann nicht sein, dass wir eine so unterschiedliche Handhabung hier haben, unabhängig davon, ob es Mädchen oder Frauen oder Männer sind oder Mädchen oder Jungen. Und ich denke mal, Mhm. dass auch die Auswirkungen dieses Gesetzes nochmal neu zu beleuchten sind. Vielleicht wäre es gut, auch mal eine Evaluation zu machen. Also ich weiß, dass Mhm. nach dieser Diskussion um die Legalisierung auch ein ganz namhafter ägyptischer Mediziner forderte, dass man jetzt auch die Mädchenbeschneidung legalisiert. Sagte dann, es sei doch sexistisch, dass die Jungen beschnitten werden dürfen und die Mädchen daran gehindert werden. Der wollte, dass weltweit es auch möglich ist, Mädchen zu beschneiden. Und von seiner Argumentation her sah er das als Gleichbehandlung an. Und da sieht man mal, also die Geister, die man ruft, die kriegt man gar nicht mehr weg, wenn man solche Beschlüsse fasst und wenn man solche Gesetze auch macht. Und das hat mich doch wirklich sehr verärgert. Und der vermeintliche Rechtsfriede, der dann entstand, der ist wirklich zu Lasten der Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich zu Lasten der Kinder geschehen. Und ob das etwas ist, was auch zum Beispiel in der UN-Kinderrechtskonvention steht, die ja Deutschland unterschrieben hat, die Deutschland auch ratifiziert hat, da ist festgelegt, dass alle Staaten wirksame Maßnahmen ergreifen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit schädlich sind, abzuschaffen. Ja, das wäre ein guter Punkt gewesen zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Und das Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen. Ich sehe nicht, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt gestanden hat bei dieser Gesetzesgebung. Ja, also ich finde auch, wenn man die UN-Kinderrechtskonvention mal Punkt für Punkt durchgeht, dann ist der 1631d wirklich ein Schlag ins Gesicht. Das ist wirklich unglaublich. Und ich frage mich dann auch manchmal, also den 226a im Strafgesetzbuch eben gegen die weibliche Genitalverstümmelung, den wir haben, der ist ja, soweit ich weiß, in Deutschland noch nicht zur Anwendung gekommen. Also es gab jetzt noch kein Gerichtsverfahren. Ist aber dennoch gut, dass wir ihn haben. Zur Abschreckung habe ich mir sagen lassen, wird es wohl schon helfen. Aber was passiert, wenn wirklich so ein Fall vor Gericht kommt und dann kommt mal wirklich jemand auf die Idee,
den Gleichheitssatz herauszusuchen, dass man aufgrund des Geschlechts nicht diskriminiert oder anders behandelt werden darf. Und dann zu sagen, es muss erlaubt sein, mit Hinsicht auf den 1631d. Ich bin jetzt keine Juristin, aber manchmal denke ich mir, was ist denn, wenn das passiert? Die intersexuellen Kinder kommen ja auch noch dazu. Da gibt es ja jetzt auch wieder davon abweichende Regelungen. Und sitzen wir dann irgendwann vor Gericht und diskutieren darüber, ob dieses Kind jetzt eher männlich oder eher weiblich ist, wenn wir nicht ganz sicher sind, um wie viel wir da jetzt abschneiden dürfen laut Gesetz und ob es strafbar ist oder nicht? Das ist absurd. Mhm. Es ist eindeutig, ohne eine medizinische Indikation hat niemand etwas an den Genitalien von Kindern zu suchen, zu schneiden oder zu tun. Das müsste unsere Prämisse sein. Und wenn es medizinische Gründe gibt, dann ist das eine ganz andere Situation. Aber ansonsten müsste das so klar sein. Und das ist eigentlich auch doch nicht schwer nachvollziehbar, dass da eine Gleichheit auch da sein muss, Kinder nicht zu verletzen. Boris Deary hat mal gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir anders aussehen, dann hätte er uns auch so geschaffen. Welchen Grund gibt es denn eigentlich dafür, an Kindern herumzuschnibbeln, ohne dass man bestimmte Gründe dafür hat? Ja, aber ich muss jetzt leider noch dazu sagen, ich finde es gut, dass Boris Deary es gesagt hat, aber leider hat sie auch ihren Sohn beschneiden lassen. Da war sie noch nicht so weit, aber vielleicht braucht sie dazu auch noch ein bisschen Zeit, um da eins weiterzukommen. Aber gerade bei Boris Deary, was ich da beeindruckend finde, wenn bei der männlichen Genitalverstümmelung oft von den bedauerlichen Einzelfällen gesprochen wird, oder das heißt, es sind ja nicht so viele, denke ich an Boris Deary und sage, das war auch ein Einzelschicksal. Das war eine einzige Frau, die über ihr einziges Schicksal erzählt hat, und das hat die Diskussion und die Debatte umgekrempelt. Und ja, jetzt, wenn wir noch in die Zukunft schauen, da denke ich mir dann auch manchmal, was würde denn bei der männlichen Genitalverstümmelung helfen? Und da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn mal irgendein Promi, irgend so ein bekannter Sportler oder so jemand, den wirklich alle in den Medien Mhm. verfolgen, sich hinstellen würde und sagen würde, mir ist hier Unrecht getan worden. Vielleicht hätten wir dann endlich mal die Aufmerksamkeit der Medien und die Debatte würde von neuem losgehen, oder? Ja, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man fragt, wie kann es denn für die Zukunft aussehen? Also eins hat das Kölner Urteil ja wirklich erreicht. Die Jungenbeschneidung ist kein Tabuthema. Niemand kann mehr sagen, das habe ich aber nicht gewusst. Beschnittene Männer haben über ihre Komplikationen, über ihre körperlichen und seelischen Schmerzen berichtet. Das wurde ja früher auch negiert. Da wurde gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Da hat auch keiner ein Problem. Und die Jungenbeschneidung kann jetzt auch nicht mehr bagatellisiert werden. Aber auch da braucht es einen langen Atem und wir Feministinnen wissen ja, wie lange alles dauert. Die Vergewaltigungen in der Ehe waren auch über 25 Jahre, bis es tatsächlich im Gesetz stand. Auch hier muss man sagen, auch hier brauchen wir einen langen Atem. Aber es gibt die Verbündeten, es gibt die in der Wissenschaft, es gibt sie in der Medizin, bei den Organisationen, bei den Selbsthilfegruppen und die Politik steht ja im Prinzip auch bereit. Ich glaube, es ist wichtig, nach 10 Jahren zu sagen, wir müssen wieder aktivieren. Wir müssen die Personen, von denen wir wissen, dass sie da sensibilisiert sind, auch erneut in die Öffentlichkeit holen. Sie müssen erneut darüber sprechen. Und wie du gerade sagtest, so ein Promi, der auf einem offiziellen internationalen Kongress auftritt, Boris Deary hat es wirklich geschafft und das wäre gut. Mir schwebt auch noch so eine Idee vor, dass vielleicht Väter eine Initiative gründen und sagen, wir schützen unsere Jungen oder wir schützen unsere Söhne. Also auch in die Öffentlichkeit gehen und ganz bewusst machen, was das eigentlich auch für ein Skandal ist, der von uns eigentlich einfach so ignoriert, also von uns natürlich nicht, aber von der Mehrheit der Bevölkerung ignoriert wird. Und man muss mit den Eltern arbeiten. Das hat also die Diskussion um die genitale Verstümmelung von Frauen auch gezeigt. Man muss den Eltern deutlich machen, das, was ihr euren Kindern antut, ist nicht etwas, was den Kindern gut tut. Ihr verletzt die Kinder. Sie haben mit großen Folgen für später zu rechnen. Viele Eltern wissen das ja gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle böse Gedanken haben und sagen, ja, wir möchten gerne, dass unsere Kinder da leiden. Und deshalb mit denen zu sprechen, und das können natürlich am besten Kinderärzte und Kinderärztinnen, die ja auch sehr nah dran sind. Und die Religionsgemeinschaften darf man natürlich auch nicht außen vor lassen. Sie sind ein wichtiger Teil. Und ich weiß, dass ein Erneuerungsprozess in Religionsgemeinschaften sehr, sehr lange dauert. Man sieht das alleine auch an der katholischen Kirche, dass da Frauen nicht zugelassen werden für Priesterämter und so. Aber das wäre ein wichtiger Punkt, dass Sie sich mal genau überlegen, was
passiert denn da eigentlich? Und ich meine, wenn da gesagt wird, das sind alte Bräuche, als diese alten Bräuche eingeführt wurden, gab es noch keine Kinderrechte. Jetzt gibt es Kinderrechte. Also besteht doch auch der Bedarf, etwas zu verändern an der Situation und sich dann auch von innen zu erneuern. Und als letztes muss ich sagen, ich finde wichtig, dass man die jüdischen und auch muslimischen Initiativen, die es ja jetzt auch schon gibt, wo Männer jüdischen Glaubens sagen, wir lassen uns nicht beschneiden und unsere Söhne auch nicht, dass wir die unterstützen, dass da wirklich von denen eine Unterstützung kommt und die Öffentlichkeit weiß, hier können wir gemeinsam etwas erreichen und dann stehen wir vielleicht in 10 Jahren hier und sagen, wir haben es geschafft. Ja, ich denke auch, dass viele Menschen bereit sind, darüber zu reden, wenn man mit ihnen spricht. Ich denke jetzt nur an eine Veranstaltung, die ich mit Seran Ateş in der liberalen Moschee gemacht habe, wo dann auch Musliminnen und Muslime da waren und wir haben über das Thema ganz offen gesprochen. Und dann gibt es in Israel ja inzwischen auch Elterninitiativen, die dann sagen, wir lassen unsere Söhne nicht beschneiden und wir sprechen auch mit anderen jungen oder werdenden Eltern darüber und klären auf. Und dann merkt man ganz schnell, wenn man das Thema mal angesprochen hat und mal auf dem Tisch ist, dass es alles nicht so einfach ist, kommt, finde ich, oft raus, man hat da gar nicht nachgedacht, was man da eigentlich macht. Und wenn man ein bisschen aufgeklärt worden ist, dann hilft das schon. Und ich merke es auch hier bei uns in Deutschland, wo ja viele Junge noch leider unter einer, also das Pech haben, an einen Kinderarzt zu geraten, der im ganz frühen Stadium eine Phimose diagnostiziert, die da eigentlich noch ein natürlicher Zustand ist und dann sofort zu einer OP rät. Es wird auch bei uns leichter, sich zu informieren. Also ich kenne auch junge Eltern, die dann, wenn Ärzte sowas angedenken, dann erstmal sagen, sie recherchieren jetzt mal und gehen dann mal zu Google oder sonst wo ins Internet und informieren sich und lesen diesen Foren und sagen dann, ja, Moment mal, so einfach ist das ja nicht, wir holen uns eine Zweitmeinung ein. Und dann merkt man eben auch, je mehr Männer auch darüber sprechen, was sie da für Leid erfahren haben, umso mehr Informationen sind einfach auf dem Tisch und dann kann man das auch nicht mehr wegschieben. Und das ist für mich als Feministin auch ein wichtiger Punkt, dass ich sage, das ist ja ein Männerbild, wie ich es mir eigentlich wünsche. Also ich wünsche mir Gleichberechtigung in dem Sinne, dass Männer auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich bin verletzt worden. Wir wollen ja immer den emotionalen Mann, der auch über Gefühle spricht. Und dann finde ich das ganz wichtig, dass wir den Männern auch zuhören. Und ich finde es super, dass wir damit angefangen haben. Und da muss es jetzt weitergehen. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende unseres feministischen Rückblicks. Irmengard, es war mir eine große Freude, mit dir heute darüber sprechen zu können. Und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren, also 2032, dann nicht hier sitzen und nochmal dasselbe sagen müssen, sondern dass wir dann schon einen ganz großen Schritt weiter sind. Vielen Dank für das Gespräch.